Sie ist umstritten. Viele mögen sie überhaupt nicht und manche sagen, sie ist die richtige Alternative. Fakt ist, sie steht zur Wahl zur diesjährigen Bundestagswahl, weswegen sich heute alles um das Wahlprogramm der AfD dreht. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch wie immer natürlich gut soweit. Wie gesagt, heute dreht es sich um das Wahlprogramm der AfD in 5 Minuten. Und leider, und das muss ich vorneweg sagen, habe ich es nicht geschafft, einen Vertreter der Partei zu gewinnen. Es mag für viele jetzt extra erscheinen und kein Zufall sein, aber ich habe etliche Mails und Anrufe getätigt, um einen Vertreter der AfD zu bekommen. Leider erfolglos. Deswegen zeige ich euch heute, was die AfD zu den folgenden 7 Kategorien so will. Bildung, innere Sicherheit, Natur- und Umweltschutz, Familie, Gesundheitswesen, Digitalpolitik und auch die Flüchtlingspolitik. Also ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit der ersten Kategorie und das ist die innere Sicherheit. Die AfD will die Wiedereinführung der Wehrpflicht und will bundesweit modernste Ausrüstung für die Polizei. Zudem bemängelt sie den Personalmangel und die schlechte Bezahlung der Polizei und will außerdem mehr Videoüberwachung mit Gesichtserkennung an bestimmten öffentlichen Plätzen und Gebäuden. Generell ist man gegen die Einbürgerung von Kriminellen. Das bedeutet, dass man nicht will, dass Ausländer beispielsweise, wenn sie in Deutschland geboren werden, die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Denn Angehörige krimineller Clans könnten so nämlich automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Sie stehen außerdem für die Erleichterung der Erlangung eines Waffenscheins und wollen kriminelle Ausländer schneller ausweisen, schon bei geringen oder geringfügigen kriminellen Aktivitäten. Organisierte Kriminalität soll besser bekämpft werden, der Fokus liegt dabei allerdings auf Ausländern, was heißt auch die Ausweisung soll schneller gehen. Man will außerdem die Senkung des Strafmündigkeitsalters auf 12 Jahre und will außerdem, dass das Erwachsenenstrafrecht bereits ab 18 Jahren angewendet wird. Weiter geht's zum Natur- und Umweltschutz und da ist man gegen die Privatisierung des Wassers und steht gegen die Windenergie, da die ökologisch kontraproduktiv sei. Zudem steht ein Investitionsprogramm für den Lärmschutz auf dem Programm und auch Handel, Bewerbung und Einfuhr von Fleisch aus tierquälerischer Schlachthaltung lehnt die AfD ab. Außerdem ist man gegen die Gentechnik in Lebensmitteln. Diese soll nur noch in streng wissenschaftlichen Ausnahmen beispielsweise angewendet werden dürfen. Bäuerliche Landwirtschaft unterstützt die AfD und Überregulierung der EU, des Bundes oder von Ländern lehnt die AfD ab. Zudem sollen die Gesetzgebungskompetenzen zurück auf die Länder kommen und nicht mehr bei der EU liegen. Weiter geht's zum Gesundheitswesen und die AfD steht ein für flächendeckende und wohnortsnahe medizinische Versorgung und sagt, dass die Finanzierung des Gesundheitswesens total falsch läuft. Denn die Krankenkassen müssen momentan für alle Kosten für die ganzen Migranten aufkommen, sagen sie, und dadurch können sie keine Rücklagen mehr bilden. Zudem steht man ein für die finanzielle Entlastung von freiberuflichen Hebammen und ist außerdem gegen die Legalisierung von Cannabis. Weiter geht's zur Familie und da sagt die AfD, dass es wichtig ist, das eigene Staatsvolk zu erhalten. Denn das mittelfristige Ziel soll sein, dass die Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung steigt. Zudem will man das traditionelle Leitbild der Familie stärken, das heißt Mutter, Vater, Kind. Man ist außerdem gegen die finanzielle Unterstützung von Alleinerziehenden. Finanzielle Unterstützung soll nur dann erhalten werden, wenn der Alleinerziehende oder die Alleinerziehende sich nicht abgrenzt von dem anderen Partner, von dem anderen Erziehungsberechtigten und sagt, dass er trotzdem Teilhabe ist dieser Erziehung. Nur dann sollen finanzielle Mittel fließen. Zudem will man die Rechte der Väter stärken, insbesondere dann, wenn die Ehepartner getrennt sind und der Vater einfach mehr Rechte haben will in Bezug auf sein Kind. Außerdem will man finanzielle Unterstützung geben für Kitas oder auch Tagesmütter. Man ist aber gegen die Abtreibung. Die AfD will außerdem, ich zitiere, die Frühsexualisierung der Kinder in den Schulen stoppen. Das heißt, nicht aufklären über Homosexualität oder andere Sexualitäten. Gehen wir weiter zur Digitalpolitik. Ich lese vor. Das Internet als Medium der Kommunikation, Information und freien Meinungsäußerung darf abseits der Verfolgung von Straftaten keinerlei Beschränkung und Zensur unterliegen. Außerdem will man innerhalb von 2 Jahren schnelles Breitbandnetz. Davon sollen unter anderem kleinständige oder auch mittelständige Unternehmen profitieren und da will man finanzielle Unterstützung reinstecken. Und das war es auch schon von der Digitalpolitik. Weiter geht's zur Bildung und da lehnt beispielsweise die AfD ab, dass internationale Konzerne, Stiftungen oder Lobbygruppen Einfluss auf das deutsche Bildungssystem haben. Zudem befürwortet man das ausdifferenzierte Bildungssystem und will berufliche Ausbildung fördern. Eine höhere Grundfinanzierung für Hochschulen steht ebenfalls auf dem Plan, genauso wie kein Islamunterricht an Schulen. Damit geht auch einher, dass man keine Sonderrechte für Muslime in Schulen einrichten will. Beispielsweise möchte die AfD auch, dass man Sonderschulen erhält, für behinderte Menschen beispielsweise, und man will zurückkehren zum Diplom- und Magistersystem. So und zu guter Letzt zur Flüchtlingspolitik. Das
das Thema, mit dem die AfD ja eigentlich sehr oft und fast immer in Verbindung gebracht wird. Und da will die AfD die sofortige Schließung der Grenzen vor Massenimmigration von unqualifizierten Asylbewerbern. Denn man möchte ausschließlich qualifizierte Menschen ins Land lassen, aber auch nur nach Bedarf. Zudem will man außerdem eine Mindestabschiebequote pro Jahr einrichten. Und wenn man Menschen abschiebt und das Herkunftsland sich weigert, diese Menschen wieder aufzunehmen, sagt die AfD, dann muss man einfach Druck ausüben, beispielsweise mit dem Stopp von Entwicklungshilfen. Trotzdem möchte man die ökonomischen Fluchtursachen bekämpfen, ist aber auch gegen die Mitwanderung oder Nachwanderung der Familie von Flüchtlingen, die beispielsweise nach Deutschland gekommen sind. Man möchte außerdem nicht, dass die Türkei in die EU beitritt und sagt, dass man wieder nationale Souveränität braucht in Bezug auf die Zuwanderung. Und sie wollen keine doppelte Staatsbürgerschaft, außer in speziellen Fällen. Ja, das waren also die 7 Kategorien und die Standpunkte der AfD dazu. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel oder ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich leider kein Vertreter der AfD davon überzeugen konnte, von diesem Projekt teilzuwerden. Es waren jetzt wirklich viele oder alle großen Parteien eigentlich mit dabei. Von vielen kleinen Parteien hatte ich ja auch keine Vertreter. War leider nicht so, aber trotzdem glaube ich, dass ihr jetzt einen guten Überblick darüber habt, was die AfD so möchte und was sie machen möchte, falls ihr sie wählen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auch schon bei einem nächsten Video wieder. Bis dann, euer Marvin und bis dann. Ciao.